selber habe die Scooter-Karriere irgendwie mitbekommen von Hyper an und habe das irgendwie als mittlerweile kann man das ja so als Phänomen begreifen, auch irgendwie, wie ich finde, durchaus interessantes. Hyper! It's so beautiful to see your hands in the air. And to Westman, Marusha, Stevie Mason, the Missing Man, DJ Dave, Carl Koch, The Hooligan, Cosmic. Wir haben uns neulich durch Zufall kennengelernt, Heinz und ich, und zwar war das hier bei uns im Label Contour Records. Da ging es um ein Projekt in einem Theaterstück. Sollte ich für Rocco Schamoni Dorfpunks eine kleine Szene spielen. Und die hängen ja zusammen als Studio Braun und das hatte ich natürlich auch schon gehört. Was macht ihr so? Also so Punkrock oder? Nein, Quatsch, Punk ist doch längst tot. Da ist eine neue Welle am Kommen, eine ganz neue Bewegung, die wird mächtiger als alles je zuvor. Und du kannst ganz vorne mit dabei sein. Ich? Oh, das ist ja Knorke. Sag nie wieder Knorke. Ich habe das auch so eingeschätzt, dass mal unser Humor von denen verstanden wird, von HP verstanden wird. Also das war immer meine Hoffnung und das hat sich ja auch dann soweit bestätigt. Ich hatte ihn kurz vorher auch zufällig noch mal bei Stefan Raab gesehen und muss sagen, ich fand ihn irgendwie auf Anhieb gleich sympathisch und dachte irgendwie, der ist gut drauf. Es handelt sich, ich zeichne in dem folgenden Stück ein dramatisches Psychogramm über eine menschliche Spezies, geh mal Schenkers her, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Industrienationen, aber auch den sogenannten Tierstaaten explosionsartig verbreitet hat, wie Trompetenpflanzen im Klärschlamm. Es handelt sich dabei um den sogenannten Computerfreak. Computerfreak, lebst in deiner Welt. Als mit dicken Fingern in die Tastatur. Computerfreak, abgeschottet, ausgesperrt, suchst Erlösung. Findest du dich selbst, Mann, Alter, merkst einfach was. Ich habe so ein grundsätzlich gutes Gefühl, bin der Sache positiv gestimmt und glaube, das wird ein schöner Abend, so oder so. Hallo Heinz. Ach, servus. Hier oben sind wir. Da oben. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Was denn? Was Das ist eine Flöte. Ach, Quatsch, hör auf. Das ist wirklich Ja. Gut, ja. So schnell sieht man sich wieder. Tatsächlich. Du warst ja, ich hatte immer mal gefragt, ob du da warst und so, Ja. aber Rocco meinte irgendwie, ihr wärt zwar zur Premiere eingeladen gewesen, aber irgendwie... Ja, ich wollte auch dahin, aber dann war immer irgendwas anderes und dann bin ich drüber weggekommen und schwupp, weißt du, wie das ist, leider. Wir fangen aus dem Schauspielhaus auf jeden Fall immer es ist ein großer Moment, wo du auftauchst. Leider was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass deine Stimme doch so prägnant und mittlerweile auch so bekannt ist, Ja. dass der Moment, wo du dich umdrehst, wir hatten ja gedacht, dass da so der große Aufschrei Ja, durch die ja. Leute geht. Also, aber das ist schon in dem Moment, wo also du bist relativ schnell enttarnt durch deine Stimme. So. Das ist ja die Härte. Und das ist jetzt richtig hier, das sind die Räumlichkeiten, in der euer reguläres... Ja, das ist unser Studio. Wir gehen gleich mal rum. Ja. Und machst du heute auch noch Musik, aber nicht mehr Tanzmusik oder so, ne? Nee, Tanzmusik mach ich nicht mehr. Aber ich hätte irgendwie, ich finde mal Silvester so einen wahnsinnig schwierigen Tag, der bei mir immer ungeheures Druckpotenzial auslöst. Und wenn ich heute noch gefragt werden würde, ob ich auch für kleines Geld irgendwie Tanzmusik machen würde, würde ich es, glaube ich, so spaßhalber wieder machen. Musik! Ja,
Gerne. Für den Ehrentanz des Schützenkönigs haben wir ein besonders schönes Stück ausgesucht. Hello Dolly aus dem Musical Hello Dolly. Hello Dolly, oh hello Dolly, bleibe da, du weißt doch, du gehörst zu uns. Ich wollte eben ums Verrecken nie Tanzmusik machen, weil ich bin ja aufgewachsen in Leer, Ostfriesland. Und alle guten, talentierten Leute, auch Gitarristen, endeten irgendwann in einer Tanzband. Das wurde ja dann Schweinemucke genannt. Ja. Da dachte ich, mir bleibt nur eine Chance, irgendwie Vocals zu machen. Und dachte, Mikro kann man sich vielleicht noch leisten. Das heißt also, vor Scooter hast du, war das so ganz normaler 80er Jahre, so Wave-Kram, ne? Ja, so Synthie-Pop und ja, genau, so Depeche Mode, die Richtung. Ja. Und das war aber auch schon mit Rick. Gerade in den 80ern, als es einfach unbedingt notwendig war, dass Songs irgendwie gut geklungen haben, beziehungsweise als es noch so teuer war. Ich kann mich daran erinnern, dass so ein Studiotag, also wenn man überhaupt vernünftig was machen wollte, hat ein Studiotag 2000 Mark gekostet. Und das war für mich irgendwie komplett undenkbar, da irgendwie vernünftig überhaupt Aufnahmen zu machen. Ja. Und ich habe dann halt damals irgendwie, kannst du dich wahrscheinlich auch daran erinnern, so, ich habe eine erste Tascam 4-Spur-Maschine gehabt mit dem allerersten C-Lab-Programm. Ja, wir hatten das auch. Wir hatten damals noch diesen C64. Genau, dann habe ich auch angefangen. Und wir haben ja auch immer alles bei Rick im Keller gemacht. Also wir waren da eigentlich autark, haben da wie ich rumgebastelt. Und als wir dann den ersten Deal hatten mit Westside, da hatte man das erste Mal die Möglichkeit, in so einem großen Studio aufzunehmen. Die Kosten haben die ja übernommen. Das Problem war dann, dieses Feeling, was du irgendwie so auf dem Demo hattest, so zu transportieren. Wir hatten oft das Problem, dass irgendwie die Studioaufnahme dann total steril klang. Irgendwie ist so der Spirit weg. Aus der Erfahrung haben wir auch dann gelernt, wir müssen das selber machen. Und von dem Tag an, auch bei Scooter, von der ersten bis heute, jede Produktion geht hier raus und wird gepresst. Wie lange wollt ihr eigentlich? Hallo, grüß dich. Rick, hallo. Wir haben gerade schon von dir gesprochen. Wie lange wollt ihr natürlich nur gelästert. Genau, wie lange wollt ihr eigentlich noch sammeln? Wollen wir mal rein? Ja, ich hab sogar eine kleine Überraschung mit. Echt? Naja. In der Meinung, irgendwelche Alternativen habe ich meine Flöte mitgenommen, egal ob wir das Ah ja, klasse. machen oder. Da kannst du ja Locomotive Breath. Ja, das kann ich. Ja, ich meine, durch Ian Anderson, da bin ich auf die Idee gekommen, Flöte zu spielen. Echt? Also ich finde das immer ganz gut, wenn man irgendwie Leute hat, an die man sich orientiert, egal ob man das jetzt im Nachhinein irgendwie Quatsch findet oder gar nicht mehr so gut, aber das hat mir schon echt was bedeutet und ich wollte einfach, also das war so ein Idol für mich, dass ich dem in jeder Beziehung nacheifern wollte. So. Und Ja, und das war exakt bei mir Ritchie Blackmore. Ich habe jeden Fitzel, den ich finden konnte, gelesen, habe mich schon so verhalten, also wie ich dachte, wie er sich verhält. Zum Beispiel hatten wir einen Gig in Leer in der Aula, also da sind dann 300 Leute, wenn es hochkommt. Und nachmittags war es so, da gab es Soundcheck, dann riefen schon Leute an, wieso ich nicht zum Soundcheck komme. Ich sag, wieso? Mein Rodi ist auf dem Weg. Hatte ich damals schon einen Rodi hingeschickt, der meine Gitarre angeschlossen hat. Dann kam ich mit einem schwarzen Zylinder und der Gitarre mit einem Taxi da an. Wie ein Rockstar, so aussteigen, so auf die Bühne, Rodi, wo ist mein Kabel? Und natürlich ist der Auftritt voll in die Hose gegangen und klar, aber auch die Erfahrung muss man machen. Wolltest du denn noch mal kurz mit der Flöte was machen? Ja, wenn sich irgendwas, also ich finde, auf Krampf ist irgendwie Immer so ein bisschen schwer, innerhalb von 2 Minuten was zusammenzubauen. Ich glaube auch. Nee, ich dachte ja auch, du hast irgendwie eine Strophe von uns mit einer Harmonie, wo man einfach mal so drauf improvisieren kann. ich pack das Ding mal aus.
und schon dabei ist. Ich habe gerade Zum mal Beispiel die Strophe die neue von How Much is the Fish mit diesem einfachen Ja, ne, warte mal. Basswechsel oder so. Wo Mal du, kurz. wenn du die im Kreis laufen lässt. Nimm mal gleich auf, Rick, dann haben wir das, vielleicht kann man das noch mal einbauen. Aber logisch. Sehr gut. Ja, super geil. Geil, Echt, echt geil. Richtig geil. Mann, oh Mann.